Ihr Lieben, das Sonnenjahr hat begonnen und das spüren wir immer deutlicher, denn sie wirkt jetzt immer stärker auf uns. Die Zeitspanne des Sonnenjahres ist vom 22. März 2024 bis zum 21. März 2025. Sonne bedeutet das Element Feuer und es bedeutet Wärme und es ist nichts für die, die Kälte lieben. Und ja, die Aktivität der Sonne erhöht sich immer mehr und immer mehr kosmisches Licht kommt dadurch zu uns durch. Die Sonne galt seit jeher als Motor der Evolution und sie ist der Inbegriff allen Lebens. Ja, sie ist unsere Lebensenergie, denn es ist ihr Licht, das alles Leben auf dieser Erde durchströmt und erhält. Und nein, sie ist nicht einfach nur dieser strahlend helle Ball am Himmel. Sie ist ein lebendiger Himmelskörper, der zu wilden Ausbrüchen und Explosionen neigt und ihre Materie ins Universum schleudert. Ihre großen Flares prallen auf das Magnetfeld der Erde, das immer schwächer wird und immer mehr immens hohe Lichtwellen zu uns durchlässt, sodass wir oft regelrecht unter einer Strahlendusche stehen, was einen gewaltigen Einfluss auf unseren Körper ausübt. Wie auch auf unseren Geist, unser Fühlen, unsere Emotionen, unser Bewusstsein, das sich jetzt mit der massiven Energieerhöhung immer mehr erhöht, verändert, erweitert. Und ja, es gibt auch signifikante Zusammenhänge zwischen starken Sonneneruptionen und Stürmen mit gesellschaftlichen Aus- und Umbrüchen, als auch mit stärkeren Bewegungen in Mutter Erde. Alles ist verbunden. Doch zurück zu unserem Körper, auf den es jetzt immer wichtiger wird, gut zu achten. Besonders auf die Sonnenorgane, Herz und hier können besonders die die Sonnensignatur als Geburtsherrscher haben, erhöht zu Problemen neigen. Und das heißt bei Beschwerden auch immer es ärztlich abklären zu lassen. Und ja, nicht nur das Herz, auch die Sonnenorgane, Augen und Nerven sind in diesem Sonnenjahr sehr stark beansprucht. Und es heißt auch, nicht nur in diesem Sonnenjahr, besonders auf eine gute Hydrierung zu achten. Also wirklich viel reines Wasser zu trinken, damit Gifte auch ausgeschwemmt werden können und die Energien in unserem Körper fließen können. Die ganzen Informationen und Downloads, die wir jetzt mit der hohen kosmischen Strahlung erhalten. Und es heißt jetzt sowieso, uns immer mehr mit den Heilkräften der Natur zu beschäftigen, uns immer mehr selbstbestimmt um unsere Gesundheit zu kümmern, für unser Wohlbefinden, unsere innere Kraft wird jetzt immer wichtiger werden. Und ganz nebenbei uns wieder mit der Natur, mit den wundervollen Tier- und Pflanzenwesen zu verbinden, mit uns selbst, unserem Ursprung und
Mutter Erde. Geht hinaus in die Natur, das Leben ist jetzt, in diesem Moment. Alles andere sind nur Gedankenkonstrukte, die sich, wenn wir es zulassen, lustig vor sich hin manifestieren. Ja, es ist eine Bühne da draußen, auf der auch wir eine Rolle spielen oder eben nicht mehr mitmachen. Und diese Zeit ist jetzt. Doch das Wichtigste bei all dem und zur Vorbeugung von Erkrankungen ist immer eine gute, leichte, vollständige, möglichst natürliche Ernährung mit gesunden Nährstoffen. Oh ja, das Feuer braucht Brennstoff. Und deshalb gilt es darauf jetzt vermehrt selbstbestimmt zu achten, was wir da zu uns nehmen. Das sind wir, sind unsere Zellen, ist unser Körper. Und trotzdem nochmal der Hinweis auf das Sonnenorgan Auge. Seht genau hin, was ihr zu euch nehmt und lasst euch nicht täuschen. Die Sonnensignatur steht auch für das Babyalter im Lebenszyklus, für die Wiedergeburt, den Neubeginn. Und das heißt auch, dass wir vieles jetzt neu lernen müssen, um mit der riesigen Transformation, die wir jetzt in uns und um uns herum erleben, umgehen zu können. Die Krafttiere der Sonnensignatur sind übrigens Löwe und Pferd. Denn was wir in diesem Sonnenjahr brauchen bzw. lernen, ist Mut, der Löwenmut aus dem Herzen und das Durchhaltevermögen des Sonnentieres Pferd. Und ja, das Feuer braucht Brennstoff, sonst brennt es schnell aus. Doch das gilt nicht nur körperlich, auch psychisch, denn dazu gehört auch der Burnout. Wenn wir uns überfordern, versucht also bloß nicht mit den schnellen und intensiven Energien dieses Turbo-Sonnenjahres mitzuhalten. Je schneller, je intensiver die Energien sind, desto langsamer müssen wir werden. Mit diesen hohen Lichtenergien können wir nicht mehr im Laufrad rennen und funktionieren wie bisher. Denn das wird sich dann auch auf die ein oder andere Weise zeigen. Wir betreten jetzt eine völlig neue Zeit, ihr Lieben, die uns immer mehr wegführt vom Außen, tief in uns hinein, zum Fühlen, zu unserer Seele, zum Wesentlichen. Ja, wir werden jetzt durch die massiven energetischen Veränderungen immer mehr weg vom alten Treiben, getrieben sein, geführt. Und wir erhalten jetzt die Chance zur vollkommenen Veränderung in unserem Leben. Und das heißt auch, uns bei allem, was uns begegnet, nicht mehr von unserem Sonnenorgan Auge täuschen zu lassen, sondern das Innere, das dritte Auge zu nutzen, um dahinter zu sehen. Unsere Intuition erhöht sich jetzt mit den hohen Lichtenergien massiv.
Doch es ist dieses helle Licht der Sonne, das jetzt nicht nur im Außen, sondern auch in uns alles durchdringt, entlarvt, was nicht wahrhaft ist und nicht mit unserem Herzen im Einklang. Und es ist unsere Entscheidung, genau das nicht mehr zu nähren. Fassaden und Masken werden jetzt gnadenlos durchleuchtet, bis das wahre Ich zum Vorschein kommt. Und es wird noch einige von ihrem selbst erbauten Thron schmeißen. Oh ja, dieses intensive Sonnenjahr wartet mit ganzen 5 Finsternissen auf. Und die erste Finsternis, Mondfinsternis, erwartet uns bereits jetzt am 25. März mit dem Vollmond in der Waage. Und Finsternisse haben immer eine schicksalhafte Bedeutung. Ja, es geht jetzt mehr denn je um unsere Herzensenergie, ihr Lieben. Man sieht nur mit dem Herzen gut und das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Es geht um das Licht in uns, unser kosmisches Feuer, das jetzt erwacht, um unsere eigene Schöpferkraft zu erkennen und unsere Träume nicht mehr nur zu träumen, sondern sie auf die Erde zu bringen. Und ja, die leuchtendsten Seelen sind auch die, die schon viel Chaos in ihrem Leben überstanden haben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch von Herzen alles, alles Liebe, eure Silvia.